Hi, also vorab erstmal gewarnt, es wird ein längeres Video. Das wird mein Resümee-Video von meinem Jubiläum heute, meines einjährigen, ja, meiner einjährigen Reise sein. Ich spreche das jetzt nochmal in Englisch und Russisch, aber hauptsächlich wird es jetzt in Deutsch stattfinden. For my English and Russian followers, I will speak this video mostly in German. I will put some subtitles on it. I hope they will work and translate everything in English and Russian. So that will be my resume video of my anniversary of my journey. So today is like 1 year since I'm on my hitchhike trip towards Mongolia. And yeah, I hope you will watch it all the way through. There's a lot of stories to tell and people to mention. So yeah, stay tuned. And if the subtitles will not work, I will upload afterwards same resume video, but yeah, a little bit delayed. Так, для моих русских подписчиков и кто за мной следит, я в основном буду это видео сейчас снимать, мое резюме мои вот путешествия, которые вот сегодня в день, год прошел. Я поставлю субтитры, я в основном буду на немецком сейчас говорить. Я надеюсь, субтитры сработают и будут все переводить на русский язык. Если нет, так что через некоторых дней я тогда еще раз выставлю на английском и на русском. So, also, heute jährt sich meine Reise. Genau auf ein Jahr bin ich jetzt unterwegs. Und was soll ich sagen? Ich habe ja zu Anfang noch ein Tagebuch geführt, was ich ein bisschen schleifen gelassen habe, seit ich in Kasachstan bin, also das erste Mal. Aber ich hoffe, ich kriege das noch alles zusammen und werde noch mal einiges niederschreiben. Und aber erst später. Also deswegen auch dieses Video, um mich selbst noch an ein paar Sachen zu erinnern und gewisse Leute noch mal hervorzuheben, die ich auf meiner Reise getroffen habe, die mich unterstützt haben, supportet haben, mir Unterkunft und Verpflegung bereitgestellt haben. Genau, also das wird ein längeres Video. Ich hoffe, es gucken sich ein paar Leute an. Aber hauptsächlich ist es für mich, wie die ganze Reise. Ja, also ich mache das ja alles auf meine Kosten, keine Sponsoren, was auch immer, sondern das ist meine persönliche Weltreise, mein Test für mich selber und auch einfach mal ein Blick unverblümt, ungescriptet sozusagen auf die Welt, auf die Menschheit, Natur, Kultur und auch die kulinarische Seite der Welt natürlich. Ja, heute, vor einem Jahr, bin ich mit einem Freund der Familie bis nach Basel gefahren. Heute bin ich quasi in Basel angekommen und bin dann zu Fuß Richtung nochmal Süddeutschland gelaufen. Dort bis dahin haben mich auch einige Leute mitgenommen, die sehr interessiert waren in was ich eigentlich mache, weil es läuft in Europa bzw. in Süddeutschland oder Nordschweiz wenige mit so einem riesigen Rucksack rum. Und das hat sich am Anfang wirklich sehr komisch angefühlt. Diese ganzen Blicke aus den Autos heraus, Menschen, die an einem vorbeilaufen. Aber ich muss sagen, ich habe mich relativ sehr schnell daran gewöhnt und es wurde immer interessanter, weil viele Leute haben sich interessiert, wer ich bin, woher ich komme, relativ schon zu Anfang. Und
Ich werde hier auch einige Leute hervorheben, auch ein paar Bilder immer mal wieder einblenden von den Leuten, die mich unterstützt haben, die ich kennengelernt habe auf dem Weg. Das waren Unmengen an Leuten. Ja, einiges, wie gesagt, kann man in meinem Tagebuch nachlesen, besonders den Anfang. Und ja, es waren, wenn ich das jetzt so mich zurückerinnere, echt komische Anfangszeiten, weil ich mich am Anfang ja wirklich teils ja, geschämt ist das falsche Wort, aber ich war sehr zurückhaltend, was das Annehmen von Hilfe anging. Bis auf natürlich das mitgenommen werden, das Trampen oder das ja, Autostop. Verschiedene Wörter gibt es dafür, also ich weiß nicht welches ist. Ich werde wahrscheinlich immer wieder verschiedene Wörter dafür nutzen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, die markantesten Erinnerungen werde ich versuchen hier nochmal hervorzuheben und mich bei den Leuten nochmals zu bedanken. Da wären wir zum Beispiel bei der Familie Martin ja, am Bodensee. Der Sohn, verzeih mir, ich habe deinen Namen vergessen, aber die Familie, der Vater, die Malerfamilie Martin, war der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, krass, wie gastfreundlich kann man eigentlich sein. Ja. Ich habe den jungen Mann ja, kennengelernt, er hat mich an der Bushaltestelle aufgenommen und ich habe noch zuvor meinem Bruder gescherzt, von wegen, es wäre geil, bis zum Bodensee zu kommen. Und das waren knapp 200 Kilometer von dem Standpunkt her, wo ich quasi ja, per Anhalter gewartet habe. Und dann hielt halt der junge Maler an, er war gerade auf Kurs irgendwo gewesen und hat mir dann angeboten, ja, er nimmt mich mit bis zu dem Ort. Ich habe den Ort wieder vergessen, ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, alles aus dem Kopf raus. Aber auf jeden Fall hat er gemeint, ja, ist am Bodensee. Und ich war einfach perplex. Ja, also so knapp 200, 160 Kilometer oder so weiter hat er mich mitgenommen. Und dann kam halt die Krönung obendrauf, als er gefragt hat, ja, wo will ich denn übernachten? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwo ein Platz zum Zelt aufbauen, irgendwie ein kleiner Wald oder so. Und dann hat er gesagt, ich frage meinen Vater, vielleicht kannst du ja bei uns übernachten. Und ja, das war jetzt, glaube ich, die zweite Woche, wo ich unterwegs war. Ja, genau. Und untrainiert, meine Beine sind schon abgefallen von dem Rucksackgewicht, was ich mit mir rumgeschleppt habe und von den Kilometern, die ich gemacht habe. Und ja, dann kamen wir dann halt bei der Familie an und der Vater hat dann gemeint, ja, klar, gerne, wer ist das? Und dann haben wir uns kurz kennengelernt und so herzlich aufgenommen, also Bett und Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und von wegen hier kannst ein bisschen spazieren gehen und wenn was ist, hier kannst du rein und mir quasi das Haus zur Verfügung gestellt, also wunderschönes Haus und ja, dann habe ich die Familie so ein bisschen mehr kennengelernt und durfte auch ein bisschen was helfen, habe da Holz angestrichen, was für Bänke dann genutzt wurde für die Stadt. Ja, so, das war mein erstes krasses Erlebnis, was ich in Deutschland am Bodensee ja, erfahren durfte. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle erste super Erlebnis. So, wie gesagt, ich blende auch noch mal ein paar Bilder ein, die ich unterwegs gemacht habe. So, und dann ging es ja auch von der Schweiz, quasi Basel, war ich wieder am Bodensee und von dort aus ging es dann weiter Richtung, Richtung Österreich. Genau, Österreich war das. In Österreich
ja, bleibende Eindruck war, ich bin immer so tröpfchenweise mitgenommen worden, bis ich an einer Raststätte oder Tankstelle hängen geblieben bin, ja, wo es nicht so ein bisschen schleppend voranging. Und dann war ein älterer Herr, der mich mitgenommen hat, weil ich ein Schild hochgehalten habe Richtung Osten, und der mich dann angesprochen hat, als er beim Rausgehen von der Tankstelle kam, weil er dann doch ein bisschen interessiert war anscheinend, wo er nicht hin will. Und dann habe ich gesagt, einfach Richtung Osten, und dann hat er gemeint, ja, reicht dir Wien? Und das waren 600 Kilometer. Das war für mich, boah, krass, geil. Natürlich, Wien geht. Und ja, wir hatten auch eine sehr interessante Unterhaltung gehabt. Haben auch, wie gesagt, Nummern ausgetauscht, und ich habe leider den Namen vergessen. Ich habe es mit Namen nicht so, besonders wenn es jetzt schon ein Jahr her ist. Ja, ich werde es einblenden, reinschreiben, wer die Personen nochmal waren, wenn ich es nochmal nachgeguckt habe. Ja, und ein paar Tage bin ich dann in Wien untergekommen, auf einem Campingplatz. Dort habe ich auch nochmal Leute kennengelernt, die auf dem Campingplatz waren. Auch sehr interessante Leute, die einem Arbeitskollegen von mir sehr ähnlich. Einer von ihnen sah meinem Arbeitskollegen sehr ähnlich. Und das war auch sehr, sehr lustig, sehr interessant. Ja, nach ein paar Tagen Wien, nachdem ich mir die Stadt so ein bisschen angeguckt habe, ging es dann auch für mich weiter Richtung Ungarn. Da kam mir meine ehemalige Lehrerin von der Realschule, Frau Seeger, schöne Grüße an der Stelle, in den Sinn, weil Frau Seeger selber aus Ungarn kommt. Und da habe ich halt gesagt, hier, ich komme bald in Ungarn an. Wo haben Sie denn gewohnt? Und da hat sie mir den Ort genannt, wo sie herkam. Da habe ich gesagt, naja, komm, ich bin hier quasi in der Nähe, dann gucke ich mir ihren Geburtsort, Geburtsstadt nochmal an. Und auf diesem Wege habe ich dann meinen ersten Zugang zu der App Couchsurfing gefunden. Und darüber habe ich Tori, also Victoria, und Chris kennengelernt. Grüße an der Stelle. Ein super herzliches Ehepaar, junges Ehepaar, was mich dann auch baff gemacht hat, dass sie mir auch direkt am Anfang, die kannten mich nicht, ja, mir ihre Adresse geteilt haben. Ich bin da hingekommen, und Chris kam gerade aus der Tür heraus und drückte mir ein Bier in die Hand und die Hausschlüssel und meinte, pass auf, dass die Katzen nicht rausrennen, ansonsten Dusche ist da, Kühlschrank ist da, bedien dich so auf den Trichter. Und innerhalb von, das war so ein Gespräch von 5 Minuten, Bier in die Hand gedrückt, Schlüssel, ein bisschen was erklärt, und dann war er weg. Und ich stehe da mit der Flasche Bier und mit dem Schlüssel in der Hand, bin gerade am Zelt aufbauen, und war einfach perplex. Ja. Und dann war ich da nochmal, ja, 2 Tage nochmal bei ihnen gewesen, also habe mich da nochmal ausgeruht. Und sie haben mich nochmal zum Essen eingeladen und zum Frühstück. Und also ich war so hin und weg von der Gastfreundschaft von den Zweien. Und ja, danach ging es für mich weiter Richtung Rumänien. Ja, also da bin ich halt auch noch unterwegs noch. Das hat ein paar Tage gedauert natürlich, aber in Rumänien war das Highlight sozusagen eine Raststätte, wo ich dann kurz nachdem ich die Grenze von Ungarn Richtung Rumänien übertreten habe, war eine, ja, sozusagen schon verlassene LKW-Reinigungsstation und Gaststätte, wo ich eigentlich was essen wollte, also mich ein bisschen ausruhen wollte, aber die war verlassen. Also aufgrund, ja, Öffnung der Grenzen ist die quasi, ja, stillgelegt worden. Es war nur ein
nur ein Wachmann. Der Besitzer kam dann auch. Glücklicherweise habe ich dann gefragt, ob ich da, sage ich mal, mein Zelt oder beziehungsweise mein Lager aufschlagen könnte. Haben sie bejaht, also ich konnte mein Zelt dort aufschlagen und übernachten und wurde auch da wieder versorgt mit Essen, nachdem ich denen erklärt habe, was ich eigentlich vorhabe. Also auch da Freunde gefunden, Bekannte. Gab es noch einige Dinge oder einige Leute, die ich kennengelernt habe. Zum Beispiel ein älteres Ehepaar, was mich auch aufgenommen hat, nachdem ich fast zusammengebrochen bin, muss man sagen. Nach einem 30 Kilometer Marsch wollte ich in einer Ruine mich niederlegen oder in einem verlassenen, einsturzgefährdeten Haus. Und dann, ohne dass ich irgendwelche Anzeichen gezeigt habe, dass ich jetzt mitgenommen werden will, hält ein älterer Mann an und hat mich aufgenommen, konnte kein Englisch, aber ja, über Telefon haben wir uns dann unterhalten und ja, er hat sich dann entschieden, mich für die Nacht bei sich zu Hause aufzunehmen und Bild blende ich ein. Ein sehr herzliches Ehepaar, was mich dann ja, duschen gelassen hat. Also ich konnte mich waschen, die haben mich mit super leckerem hausgemachtem Essen versorgt. Das war mega super lieb und ich konnte wieder seit langem mal in einem Bett schlafen. Ja, und am nächsten Morgen hatte mich dann an eine gute Stelle gebracht, wo ich dann ja, weiterziehen konnte, hat mir dann nochmal ein Laib Brot mit auf den Weg gegeben, noch was zu trinken. Ging es dann weiter für mich Richtung Transsilvanien. Ja, also ich wollte mir die Burg von Graf Dracula angucken und habe das dann auch gemacht. Das war nice. Von dort aus ging es dann Richtung Bulgarien. Ja, und so wie es manchmal läuft, dass man gar nicht mitgenommen wird, ging es dann an diesem Tag Schlag auf Schlag. Also an dem Tag bin ich dann an die rumänische, bulgarische Grenze gekommen. Das waren auch circa, ich glaube, 300 Kilometer, die ich dann zurückgelegt habe an dem Tag. Das ging ratzfatz. Und ja, Bulgarien war etwas schwerer zu durchqueren. Im Großen und Ganzen waren es zwei Leute, die mich mitgenommen haben. Einer kam aus Kasachstan, war ein LKW-Fahrer und ein anderer, Namen wieder vergessen, war selber, ja, ist auch oft Zelten und Abenteurer so ein bisschen. Und der hat angehalten und mich dann quasi an die Fähre gefahren in Bulgarien, wo ich dann die Fähre genommen habe Richtung Georgien. 3 Tage auf der Fähre gewesen, das war auch ein Erlebnis. Delfine im Schwarzen Meer gesehen, das war echt klasse. Und ja, in Georgien, da bin ich auch wieder über die App Couchsurfing an Natascha ja, gekommen. War eine längere Geschichte, wie wir uns letzten Endes getroffen haben, hin und her Geschreibe und letzten Endes auch hier wieder, sie hat mich sehr herzlich empfangen, wir haben uns in einem Restaurant getroffen, mich verpflegt und gesagt, letzten Endes haben wir uns so verquatscht, sie hatte noch Dinge in Georgien, in Batumi noch zu tun gehabt und hat mir auch hier wieder ihre Hausschlüssel gegeben und gesagt, ich rufe Freunde an, die bringen dich zu meinem Haus und du kannst dich dann dort niederlegen, tu mir einen Gefallen, fütter die Hunde. Sie hatte 2 wundervolle Hunde und die habe ich dann ja auch kennengelernt und wollte eigentlich nur ein paar Tage bleiben in Batumi, bevor ich weiterziehe. Aus ein paar Tagen wurden dann circa 2 Wochen plus minus. Und letzten Endes hat sie mich dann auch ein Stück weit begleitet, als ich dann nach Russland bin, um nach Kasachstan zu kommen. Also für sie war das dann auch so ein erstes
Erlebnis mit Hitchhiking, also per Anhalter mitfahren und reisen. War auch eine super, super Erfahrung für sie. Und ja, unterwegs wurden wir dann auch eingeladen auf eine Geburtstagsfeier, als wir in Richtung Russland waren. Das war auch klasse. Wir waren einfach am Laufen und dann wurden wir herangerufen und eingeladen auf einen Geburtstag, haben Essen gekriegt, Trinken gekriegt, georgischen hausgemachten Wein. Super klasse, war ein super Erlebnis. Und ja, dann letzten Endes haben sich unsere Wege in Russland getrennt. Ich bin weiter nach Moskau, Freunde besuchen und sie ist dann auf ihren Trip dann gegangen, wo sie was noch zu erledigen hatte. Stehen auch immer noch in Kontakt. Sehr, sehr, sehr liebevolle, nette Frau. Dann in Moskau habe ich halt die Zeit mit Freunden verbracht, die ich zum Teil auf meiner Husky-Tour kennengelernt habe. Alex, der mich jetzt auch übrigens auf seine Hochzeit eingeladen hat, zu der ich jetzt auch quasi unterwegs bin. Ja, nach dieser Zeit, nach knapp 2 Wochen, bin ich dann Richtung Kasachstan. Längere Geschichte, ich wollte mit dem Zug fahren, war auch an der Grenze, durfte nicht passieren, weil ich mein Visum war ein elektronisches Visum und ich durfte mit dem Zug nicht die Grenze passieren. Dazu musste ich mit dem Flugzeug fliegen. Wusste ich nicht, ich bin jetzt schlau. So, auf jeden Fall bin dann in Astana gelandet, nachdem ich das erste Mal ein Flugzeug nehmen musste. Und ehrlich gesagt, ich habe mich direkt in das Land verliebt. Wieso? Es war super sauber, es war super sicher. Wurde auch direkt, sage ich mal, gut empfangen. Habe auch über Couchsurfing eine Telegram-Gruppe bin ich beigetreten, die in Astana ist für auch Couchsurfer und Reisende und so weiter. Dort bin ich auf Evgenia gestoßen. Sie hat mir ein bisschen so die Stadt gezeigt und als ich sie gebeten habe, mich irgendwo hinfahren zu können, wo ich mein Zelt aufschlagen kann, war sie so besorgt, weil an dem Tag sollte es gewittern und starker Regen fallen und so weiter. Und sie hat mir dann quasi eine Nacht im Hostel spendiert. Und ja, das war auch für mich so Gastfreundschaft pur. Ja, also das ist klasse gewesen. So, nach dem Hostel bin ich dann Richtung Tingis, in die Steppe wollte ich laufen, mir so die Steppe angucken und bin dann auf diesem Wege sehr vielen Menschen begegnet, die mich eingeladen haben. Zum einen an Abdomusa, der hat mich ein Stück weit mitgenommen zum Tingis und wir haben uns wirklich, lass es eine halbe Stunde sein, kennengelernt und er hat mich dann zu seiner Beschneidungsfeier von seinen 3 Söhnen eingeladen in Chimkent und hat mich dann auch zum Essen eingeladen, bevor wir uns dann getrennt haben, Nummern ausgetauscht und dann hat er mich jeden Tag quasi angerufen und mich gebeten, komm bitte zu unserer Feier, bitte, bitte und schaffst du es und sich immer nach meinem Wohlbefinden erkundigt und auch jetzt immer noch ruft er an und meldet sich immer mal wieder und fragt, wie es mir geht. Ja, ihn habe ich kennengelernt und das erste Mal habe ich gelernt, dass der Islam sehr gastfreundlich ist, was bezüglich Reisende angeht, weil ich in einem kleinen Dorf, Rodina, wollte ich auch zelten und ein jüngerer Mann, mit dem ich mich unterhalten habe, hat mich dann gefragt, warum ich denn nicht in der Moschee übernachte. Und dann habe ich ihm gesagt, keine Ahnung, also ich bin ja kein Moslem und ja,
Reisender, kurze Hose und was weiß ich was. Und dann hat er gemeint, nein, nein, Reisenden ist es erlaubt, in Moscheen zu übernachten. Und ich war perplex und ich habe gefragt nochmal, ja, ist es wirklich so? Und er hat, ja, ich rufe den Imam an, ich sage ihm Bescheid, du kannst in die Moschee gehen, kannst deine Sachen dort niederlegen, kannst dich dann ausruhen. So, und da habe ich dann nochmal an dem Abend mit dem Imam gesprochen, mich unterhalten. Der hat mich dann auch eingeladen, Tee zu trinken, hat mir die Küche in der Moschee aufgemacht und hat gesagt, ich kann hier kochen, ich kann 1, 2, 3 Tage hier mich ausruhen, weil auch das Wetter dementsprechend auch schlecht wurde. Und das habe ich dann auch in Anspruch genommen. Genau, das war so meine erste wirklich sehr positive Erfahrung mit dem Islam und ja, mit der Religion, die ich respektiere. Und ja, das hat mir auch so ein bisschen mehr die Augen geöffnet als dieses Schwarz-Weiß-Denken. Aber wir wollen hier nicht politisch werden, von daher, es war eine sehr schöne Erfahrung. Dann auch weiter Richtung ja, Steppe zum Tengiz ist mir eine Familie auch sehr noch im Gedächtnis geblieben, die ich kennengelernt habe, weil ich mir ein Kopftuch kaufen wollte. Und da kam ich so ins Gespräch mit ein paar Leuten und habe denen von meiner Reise erzählt und bin dann abgezogen Richtung Steppe. Und ja, nach einer kurzen Zeit kommt ein Auto von hinten angefahren, hupend. Ich drehe mich um und dann war das eine ältere Frau. Sie kam mit ihrer Tochter und Enkeltochter an und haben mir eine ganze Tüte mit Essen vorbeigebracht und mich dann zu einer gewissen, in das nächstgelegene Dorf gefahren, was auch nochmal knapp, ich glaube 30 Kilometer weit weg war. War ein totaler Umweg für sie, wo es mir dann aber auch richtig warm ums Herz wurde, dass sie so eine Strecke für mich gefahren sind. Erstmal mir Essen, also Plov und Brötchen und Gurken und hast du nicht gesehen, vorbeigebracht haben und dann nochmal mich mitgenommen haben. Das war herzallerliebst. Ja, da kam so die Mentalität, die Gastfreundschaft nochmal richtig zum Vorschein von Kasachstan. Ja, dann Schnitt in der Steppe habe ich auch nochmal ganz viele Leute kennengelernt, die mich dann auch mitgenommen haben, mich eingeladen haben zum Essen. Und dann war ich in der Steppe, habe Saiga, also die Saiga-Antilope gesehen, Flamingos gesehen. Das war ein Highlight. Und dann ging es auch weiter Richtung ja, Usbekistan. Aber zuvor habe ich dann auch noch Leute getroffen, die mich dann von Astana mitgenommen haben Richtung Karaganda. Das war mein jetziger guter Freund hier in Almaty, Serik. Der hat mich mitgenommen, hat mich bis Abay mitgenommen, wo meine Schwägerin herkommt. Hat mich dort abgesetzt und wir haben Nummern ausgetauscht für alle Fälle, wenn ich nach Almaty komme. So, und wir haben uns dann nochmal getroffen, weil er mich dann nochmal angeschrieben hat, gefragt hat, ja, wo ich bin. Und an der Stelle war ich in Balkhash, das ist ein großer See in Kasachstan. Und von dort aus hat er mich dann auch wieder mitgenommen Richtung Almaty. Das waren auch wieder so 400, 500 Kilometer. Zu sich nach Hause, hat mir dort eine Wohnung organisiert und hat mich dann ja, in Almaty ein bisschen rumgefahren und gezeigt und gewisse Stellen und Orte gezeigt, wo ich wandern gehen konnte, wo ich ja, die Stadt so ein bisschen erkunden konnte. Ja, unterwegs habe ich vergessen. In Karaganda habe ich jemanden kennengelernt, das war auch ein Reisender, der ist aber unterwegs mit dem Fahrrad gewesen. Alex war sein Name, also Sascha. Er kam aus Novosibirsk
und wollte auch mit dem Fahrrad Richtung Taschkent in Usbekistan fahren. War auch eine kurze, aber sehr, sehr interessante Begegnung gewesen. Wir waren in Karaganda ein bisschen spazieren. Er hat dort gearbeitet, hat mir auch so ein bisschen die Stadt gezeigt. Und ja, seitdem folgen wir uns gegenseitig auf Trips und er verfolgt mich und ab und zu mal schreiben wir miteinander. Grüße gehen raus an Alex. Ja, zurück in Almaty. Von Almaty habe ich dann halt auch ungefähr ein paar Tage verbracht und von dort aus ging es dann weiter Richtung der Beschneidungsfeier von Abdu Musa, beziehungsweise von seinen Kindern. Und ja, Serik hat mich dann auch bis nach Schimkent gefahren, weil er auch da ja, Erledigungen hatte von seiner Arbeit aus und deswegen hat er mich dann direkt bis nach Schimkent mitgenommen. Musste da nicht großartig trampen, von daher war das auch eine super ja, Begegnung. Und ja, dann kam der Tag X, wo ich dann mich wieder mit Abdu Musa getroffen habe, der mich dann abgeholt hat von einem Hostel, wo ich dann die Nacht verbracht hatte. Und ja, dieses Erlebnis, das war ja einfach, das ist nicht zu beschreiben. Es war sein Geburtstag an dem Tag, wusste ich aber erstmal nicht. Wir waren in der Sauna, also in einem Hammam, haben uns gewaschen, haben relaxed und dann ging es dann zu ihm nach Hause, wo ich mich dann auch umgezogen habe und dann ging es dann abends in die Halle, wo einfach, war genau das, was ich halt sehen wollte, so die Kultur, wie Kasachen feiern und traditionelle Beschneidungsfeier, wo die Kinder dann auf ein Pferd gesetzt wurden. Die Halle war riesig, war super schön geschmückt und ich war ein Ehrengast, was mir nicht bewusst war. Ich musste eine Rede halten, ich habe Geschenke bekommen. Das war einfach für mich so unglaublich schön und ja, ich muss auch schon sagen, irgendwo fast so ein bisschen unangenehm, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und habe Großteil seiner Familie kennengelernt, viele Gespräche geführt mit den Brüdern von ihm und ja, im Großen und Ganzen, das war eine super Erfahrung. Ja, von dort aus ging es dann für mich weiter Richtung Usbekistan. Dort habe ich Hamid kennengelernt in Samarkand. Falsch. Zuvor habe ich Shahzod kennengelernt, der extra angehalten hat ich war da auf dem Weg von Taschkent Richtung Samarkand. Er hat mich wohl gesehen gehabt, ist dann angehalten und kam mir dann zu Fuß entgegen und ja, hat mir dann angeboten, mich mitzunehmen. Ich habe da nicht großartig damit gerechnet und auch hier wieder herzliche Gastfreundschaft. Wir haben uns unterhalten unterwegs. Er hat mich eingeladen, Melone zu essen in Usbekistan. An der Straßenseite gibt es so viele Melonen, zuckersüße Honigmelonen, Zuckermelonen, Melonen, die ich noch nie davor gesehen habe. Ich weiß schon, wie die heißen. Und dann sind wir abends zu ihm nach Hause angekommen und da hat er mich auch nochmal seiner Familie vorgestellt. Hatte ich die Gelegenheit, mich nochmal zu erfrischen, eine Dusche zu nehmen und auch hier wieder in einem warmen, ja was heißt warm, in einem Bett zu schlafen. Warm war es ja die ganze Zeit über. Und ja, seiner Familie vorzustellen. Es war wirklich sehr, 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 sehr reizend, sehr nette Familie. Auch hier bin ich wiederum sehr, sehr dankbar dafür. Ja, von dort aus ging es dann weiter Richtung Samarkand. Angekommen war ich auch immer tröpfchenweise mitgenommen worden. Und als ich dann am
Ortseingang mit dem Riesenschild Samarkand stand, habe ich dann den Hamid kennengelernt. Er kam dann an und auf Englisch und soll ich ein Foto von dir machen. Mich gefragt, wo ich dann herkomme. Habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland, bla. Und dann fängt er mit mir auch auf Deutsch an zu reden. Ich war einfach perplex. Also er konnte Englisch, Deutsch, Russisch, Usbekisch kann er natürlich auch. Und ja, dann kam er auch so ins Gespräch und dann hat er mich auch gefragt, wo ich dann übernachte. Dann habe ich gesagt, in einem Zelt oder keine Ahnung. Und dann sagte er, ich habe hier einen Container, da steht ein Bett drin, kannst dich da hinlegen, kannst dich dort ausruhen. So, dann war ich da auch nochmal eine gewisse längere Zeit geblieben, habe ihm dann geholfen, ihn näher kennengelernt. Er hat mir Samarkand gezeigt und dann ja, sind wir auch zusammen nach Tadschikistan gefahren, weil er dort auch einen Freund hat und haben auch eine Tour gemacht in die Berge, 7 Seen in Tadschikistan, in Panjakent. Dort habe ich Hakhkodov kennengelernt, auch seinen Bekannten, der mich dann auch eingeladen hat, in den Bergen zu schlafen, zu übernachten. Und eigentlich wollte er mich da auch für eine längere Zeit, aber die Zeit hat gedrängt für mich, weil es wurde schon langsam kalt. Also es war schon August und ja, ich war unterwegs schon Richtung Kirgisistan. So, die Zeit in Tadschikistan war auch sehr, sehr, sehr intensiv. Es war heiß, es war viel zu laufen, sehr viel zu laufen, aber im Großen und Ganzen, es war wirklich atemberaubend schön. Also Tadschikistan hat sehr viele Berge, die Gastfreundschaft ist auch sehr, 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 sehr hoch und groß. Ich wurde von vielen mitgenommen, auch eingeladen zu übernachten. Habe einen Taxifahrer auch kennengelernt, der auch in den Bergen wohnt, in einem ganz kleinen Dorf. Der hat er mich mitgenommen, mich auch eingeladen, in seinem Haus zu übernachten und mir sein Dorf gezeigt mit wundervollen Bergen. Und ja, ganz viele Leute kennengelernt, die mir auch Taxifahrten spendiert haben. Suchrop an der Stelle. Vielen Dank nochmal für diese tolle Unterhaltung und ja, für den Rat nochmal in Obiga ein bisschen zu bleiben und mich zu erholen in den heißen Quellen dort. Und ja, dann kam so der schicksalhafte Moment, wo ich an die Grenze kam in Tadschikistan, an die kirgisische Grenze, wo ich dann leider erfahren musste, dass ich dort nicht durch kann, weil es nur ein zweifacher Grenzübergang ist für Kirgisen und Tadschiken. So, es wurde schon kalt, es war schon Anfang September oder Ende August, Anfang September und ich musste den ganzen Weg wieder zurück nach Dushanbe nehmen, um meine Winterpause anzubrechen, weil es wurde zu kalt für meine Ausrüstung. Also habe ich mich entschieden, nach Kasachstan wieder zu fliegen, zu meinem Kumpel Serik. Und dort bin ich dann krank geworden, habe dort mich kurieren müssen, weil ich sonst nicht fliegen konnte. Ich habe mich entschieden, dann in Südasien die Zeit zu verbringen, also so ein bisschen Inselhopping zu machen. War dann in Thailand, habe dort mich gequält in der Hitze. Bin gar nicht mal so viel rumgekommen, also ich habe da auch einiges erlebt, vieles gesehen, aber mehr Zeit in Hostels und in Gaststätten verbracht, weil es war einfach für mich zu heiß, ohne Klimaanlage ging da gar nichts. Habe dort aber zum Schluss auch jemanden kennengelernt, eine Freundin jetzt auch, Wendy an der Stelle, schöne Grüße, die mir auch so ein bisschen dann zum Schluss
die Kultur ein bisschen mehr näher beigebracht hat und mir ein paar Stellen in Bangkok nochmal gezeigt hat. Tempel und so weiter und so fort, war ganz nett. Von dort aus ging es dann weiter Richtung Philippinen. Dort habe ich ein Workaware-Erlebnis, also einen Host gefunden, wo ich arbeiten konnte und auch ein bisschen mehr die Kultur und das Land so ein bisschen mehr sehen konnte. Was heißt Land? Also ich war auf einem Apiary, Camp and Farm. Dort konnte ich lernen, verschiedenste Früchte, die ich noch nie im Leben gesehen habe oder gehört habe, zu essen, zu erleben, zu pflanzen. Viele super liebe Philippinen kennengelernt, mit denen wir sehr viel Spaß hatten, viel gelacht haben. War eine super Zeit. Und auch an Nix gehen Grüße raus. Es war eine mega Zeit. Einen Monat habe ich dann in den Bergen gelebt, in dieser Farm und Camp. Es war absolut mindblowing. Also ich bin immer noch baff von der Zeit, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Einfach nur genial, was ich da alles erlebt habe und auch andere Workaware kennengelernt habe. Es war einfach super lustig. Weihnachtsfeier, also dort habe ich Weihnachten verbracht. Nicht Weihnachten, sondern Weihnachtsfeier, genau, das war auch eine sehr lustige Geschichte. Im Kurzhemd und Shorts Weihnachten zu feiern auf den Philippinen war sehr lustig. Ja, dann ging es nach Japan. Dort, wo ich letztendlich Weihnachten und Neujahr verbracht habe. Das war für mich auch ein sehr, 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 sehr cooles Erlebnis. Zudem auch, Grüße gehen raus, ganz herzliche Grüße an Koji, mein Host, der mich praktisch für 1,5 Monate aufgenommen hat als Couchsurfer, wo ich so viele interessante Leute kennengelernt habe. Aus Kanada, aus Frankreich, Web, miss you bro. Aus Kanada, Spencer aus Kanada, Namen ist nicht so meine Stärke. Auch Einheimische, wo wir Spieleabende gemacht haben, Leute aus Bulgarien, aus allen Plätzen, Orten der Welt kamen bei Koji zusammen. Ich war einfach nur baff. Ich bin dort 1,5 Monate gewesen, in Kumamoto war das. Bin dann viel rumgereist, also ich war in Nagasaki, Kaoru, schöne Grüße, dann war ich in Fukuoka, Grüße an Eri gehen raus und an Haru-chan, wo ich auch als Couchsurfing gewesen bin, ganz liebe, nette kleine Familie. Es ist so viel passiert, ich war in Beppu, auch hier super geiles Hostel, was ich dort in Beppu gefunden habe. Hostel Omolossolo. Auf jeden Fall super Anime und Manga basiertes Hostel. Bilder stelle ich rein, einfach nur krass, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich noch Leute kennengelernt, Vivek, ein Inder, der schon ewig in Japan lebt, super Japanisch spricht, fließend. Vivek, Grüße.
ganz viele Orte besucht. Also ich kann das einfach nicht alles jetzt erwähnen, aber es war großartige Zeit in Japan, die ich nicht missen will. Also ich werde auf jeden Fall die Bilder und so weiter hochladen und auch mein Tagebuch dann dadurch auch führen. So viel passiert, so viele super schöne Dinge. Ja, und letzten Endes bin ich von Japan mit der Fähre übergesetzt Richtung Südkorea. Dort habe ich dann auch einen Workaway-Platz gefunden, wo ich in einer Sprachschule mit Koreanern einfach Englisch gesprochen habe. Und habe dann in einem Gemeinschaftshaus gewohnt mit den ganzen freiwilligen Arbeitern, die dann halt auch in diesem Sprachcafé gearbeitet haben oder Praktikum oder volontiert haben, ich weiß nicht das deutsche Wort dafür. Und auch in dieser Zeit, 1,5 Monate, habe ich auch sehr, sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Also es war, ich würde sagen, der emotionalste Ort, wo ich gewesen bin, weil ich habe so viele herzlich gute Menschen getroffen, die ich jetzt auch erwähnen muss. Zum einen war da Jitka aus Tschechien, mit der ich mich ultra super gut verstanden habe, von Anfang an. Dann kam dazu Stella aus China, Jenny aus Taiwan, George aus Spanien, Namen, sorry, Bulut aus Frankreich. Bulut aus Frankreich, mit dem wir auch gezockt haben. Ich habe dann Projekte geholt und wir haben dann über ein Projektor viele Spiele gezockt, alle zusammen. Olivia und Taki, das Treffen war sehr kurz, aber dafür war es sehr herzlich. Also es ist ein herzliches Paar gewesen aus Großbritannien. Greetings, Olivia, Taki. Es war so eine Zeit in Südkorea, wo wir uns kennengelernt haben, zusammen gelebt haben, gewohnt haben, gearbeitet haben, in Restaurants gegangen sind und so weiter und so fort. Und die Abschiede waren immer sehr, sehr emotional. Also manche waren dann eher kürzer da, andere etwas länger, aber trotzdem, es war sehr intensive Erlebnisse und man ist wirklich in so einer kurzen Zeit sehr eng zusammengewachsen. Und ja, an der Stelle ganz herzliche liebe Grüße an alle. Ja, dann geht's weiter. Südkorea, Finish, und dann habe ich mir gedacht, okay, wo geht's hin? Und dann habe ich mich entschieden, ich besuche Jenny in Taiwan. Für mich hat sich so zwischen Vietnam und irgendwo anders dahin. Und dann habe ich mich entschieden, ich fliege und besuche Jenny, die ich in Südkorea getroffen habe und kennengelernt habe, die quasi meine kleine Schwester geworden ist. Und ja, dann war ich in Taiwan, habe Jenny besucht. Es war auch eine super Zeit, sehr lustig und auch sehr emotionale Zeit. Wir haben zwar nicht sehr viel Zeit miteinander verbracht, weil sie ja studiert und arbeitet, aber die Zeit, die wir verbracht haben, haben wir schön miteinander verbracht, dass wir wandern gewesen sind. Sie hat mir viele schöne Orte in Taiwan, in Taipei gezeigt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder, dass sie mich dann auch mal in Island besucht. Vor allem dass mich jeder in Island besucht, den ich kennengelernt habe auf diesem Wege. Ja, und dann nach Taiwan bin ich wieder in Kasachstan gelandet, habe mein Zeug gepackt. Ich war eine Zeit lang auch untergekommen. Grüße Malika, Serjan, die mich auch aufgenommen haben über Couchsurfing. Auch ein super Ehepaar, mit dem ich auch
super Zeit verbracht habe, lustige Zeit verbracht habe. Auch schon beim ersten Mal, bevor ich auf meine Winterreise quasi angetreten bin. Und ja, von dort aus ging es dann für mich weiter nach Kirgisistan. Kirgisistan bin ich hin, um das Dorf meiner Mutter zu sehen, wo sie geboren und aufgewachsen ist, und eventuell noch das Haus zu sehen, wo sie aufgewachsen ist, von meinen Großeltern. Und ja, ich bin dort angekommen. Und ja, das Haus stand noch, das Elternhaus von meiner Mutter. Und die Nachbarn, die dort noch gewohnt haben, meine Mutter kannte noch den jetzigen Besitzer als kleinen Jungen. Er aber meine Mutter nicht mehr so, aber mein Onkel und ja, meine Onkels. Und ja, so kam ich dazu, zu der Ehre, die Nachbarn Pulkin kennenzulernen. Und die haben mich dann auch sehr, sehr herzlich aufgenommen und mich in einem Haus schlafen lassen, was leer steht bei denen, was nicht genutzt wird. Und ich wurde so herzlich aufgenommen. Ich habe Zeit verbracht mit Onkel Aljoscha, habe gelernt, Narde, Backgammon zu spielen, habe die Enkelkinder von denen kennengelernt, Ksiuscha und Palina, und habe auch viel mit denen gespielt und Zeit verbracht, und ja, habe dann auch versucht, mich irgendwie einzubringen für die Unterkunft. Also ich habe 2 Wochen in Gänze in Kirgisistan bei der Familie Pulkin verbracht, habe dann auch ein bisschen geholfen. Da kamen meine Fähigkeiten als Kuhhebamme zugute. Ich habe zwei Kälber zur Welt gebracht, auch dort. Und ja, konnte da auch noch ein bisschen helfen, irgendwo ein bisschen zur Hand gehen. Und ja, habe Ostern mit denen gefeiert. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle an die ganze Familie. Ja, und dann ging es weiter für mich Richtung Kasachstan, beziehungsweise ich wollte ja nach China, musste aber feststellen, dass es keinen direkten Weg von Kirgisistan nach China auf diesem Wege für mich gab, also musste ich wieder nach Kasachstan. Unterwegs bin ich dann halt vorbei an dem See Issyk-Kul, wunderschöner See, habe dort auch viele Leute kennengelernt, mich unterhalten, die mich dann unterwegs mitgenommen haben. Und bin dann letztendlich auch einem Rat gefolgt, zu dem Ort Jetiögüs zu gehen, dort in die Berge, weil es dort ja, schön sein soll. Auf diesem Wege habe ich dann Ilim kennengelernt, weil ich in den Bergen dann in in Jetiögüs war. Weil es dort keinen Empfang gab, habe ich ein Auto angehalten, habe dann ja, gefragt, ob dieser eine Nachricht an meine Mutter übermitteln kann. Und ja, in diesem Zuge hat er mich dann gefragt, ob ich dann nicht in einer Jurta übernachten will. Die haben Jurtas in den Bergen weiter oben, und hat mich dann eingeladen. So, und dann habe ich natürlich diese Einladung angenommen, habe seinen Kumpel Bek Sultan kennengelernt. Und wir haben Zeit zusammen verbracht, haben Karten gespielt, haben uns Geschichten erzählt, ich habe denen ein bisschen auch beim Aufbauen von Jurtas oder dem Innenausbau geholfen. Und ja, die haben mich dann weiter mitgenommen Richtung Karakol. Dort bin ich an Dima gestoßen und habe einen anderen Reisenden nochmal wieder getroffen, den ich in Japan kennengelernt habe. Hilton war sein Name. Hilton, Grüße an der Stelle. Den habe ich dann wieder in Karakol kennengelernt, zusammen bei Dima. Dima war auch ein Host über Couchsurfing, bei dem ich eine Zeit lang dann auch verbracht habe. Und ja, an der Stelle auch super lieben Dank nochmal an Ilim und Bek Sultan.
Die haben mich dann auch nochmal eingeladen, in eine Sauna zu gehen. Wir haben dann auch nochmal in der Sauna zusammen verbracht und einen schönen Abend gehabt. Und an der Stelle haben unsere Wege sich dann getrennt, sind aber immer noch verbunden. Die informieren sich und wir schreiben uns immer noch. An der Stelle Grüße, Ilim und Bek Sultan, schöne Grüße. Ja, und dann ging es halt weiter wieder zurück Richtung Kasachstan. Jetzt bin ich wieder in Almaty. Zuvor hat mich ein Tadschike mitgenommen zu einem Ort Shenju. Hat mich dort auch aufgenommen und ja, ich durfte ihm helfen und habe mir so ein bisschen meinen Rücken verhoben. Diesbezüglich musste ich dann nach Almaty wieder zurück, wieder zu meinen Freunden Malika und Sherjan und Serik. So, und mich da ein bisschen, sag ich mal, wieder aufzupäppeln. Und hier bin ich. Ja, jetzt ist die Zeit rum. Jetzt geht's weiter Richtung China. In ein paar Tagen ziehe ich dann wieder los und mal gucken, wie es weitergeht. Also das war jetzt mein Jahr in Kürze zusammengefasst, so kurz es ging. Es tut mir leid, wenn ich nicht jeden angesprochen habe oder erwähnt habe an der Stelle. Ich werde auf jeden Fall mein Tagebuch weiterführen und werde dort viel mehr und detaillierter alles und jeden nochmal erwähnen und aufzeigen. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Für mich war das auch sowieso auch eine Art Resümee, dass ich einige Dinge nicht vergesse. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank an alle Leute nochmal und stay tuned.